Wir hatten unseren Teil zum Gelingen der Ablenkung beigetragen. Aber der Preis war hoch. 2 Panther und ein Tiger verloren. Dazu Tote, Verwundete und Vermisste. Sicherlich sind auch einige in Kriegsgefangenschaft geraten. Aber trotzdem können wir uns solche Angriffe auf die Dauer nicht leisten. Bin mir sehr sicher, dass die Amerikaner erschrocken waren, als wir ihnen hier nochmal ordentlich einen eingeschenkt haben. Wir hatten mit dem Angriff tatsächlich Truppen an einer anderen Stelle abgezogen, aber der Großangriff war schon im Ansatz zerschlagen. Artillerie und Bomber schmissen unsere Angriffsspitzen zu Klump und schnelle Gegenstöße durch die Briten machten das Unternehmen dann zunichte. Jetzt wird es immer weiter rückwärts gehen und wenn ich die Mannstärke unserer Kompanie anschaue, werden wir nicht mehr lange einsatzfähig sein. Wir waren weit hinter der Front untergezogen und leckten unsere Wunden. Die Männer ärgerten sich über den Sherman. Den hätte man gerne als Beute mitgenommen, denn für Beutefahrzeuge gab es immer aus Sonderbeständen was Feines als Belohnung. Nun denn, trotzdem wog der Verlust der Männer und der zerstörten Panzer weit höher. Die nächsten Tage hatten wir etwas Ruhe, Mensch und Material waren schon stark in Mitleidenschaft gezogen worden und unsere Regimentsführung ließ uns immer im Wechsel zur Ruhe kommen. Damit sollte vermieden werden, dass die Besatzung durch körperliche Ermüdung leichtfertig die falschen Entscheidungen treffen und somit ihr Leben verlieren. Aber auch im Hinterland der Frontlinie wurde es immer schlimmer mit der feindlichen Luftwaffe. Gefühlt wurden täglich Bahngleise und Brücken sowie erkannte Truppenansammlungen bombardiert. Selbst einzelne Fahrzeuge wurden wie die Hasen auf den Wegen erkannt und sofort gejagt. Nachts war ein Verlegen noch möglich, bei Tage kaum mehr. Unsere eigene Luftwaffe war nicht zu sehen. Ich will den Männern dort keinen Vorwurf machen. Bei der Masse an feindlichen Jägern, Bombern, Aufklärern und so weiter kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Kampf David gegen Goliath sein musste. Ich konnte dann auch einen Luftkampf beobachten, wo sich eine mutige, ich denke jetzt meine Focke-Wulf 190, auf ein paar leichte Bomber der US Air Force stürzte. Nun ja, ich denke, es war eher ein Angriff von unten, da unsere Jäger in der Regel im Tiefflug durch die Normandie ziehen, um nicht sofort erkannt und selbst zum Gejagten werden. In diesem Fall sah man abfliegende zweimotorige Bomber, also ich konnte 4 erkennen, und diese zogen unbeeindruckt und sich in Sicherheit wähnend über den blauen Himmel dahin. Sicherlich hatten die schon ihr Obst abgeworfen und waren auf dem Rückweg nach England. Wenn ich dann an 42 denke und wie es an der Ostfront in der Luft ausgesehen hat, ein Russenflieger am Himmel und kurz danach flog der auch schon in einer Feuerwolke auseinander oder rauschte mit einer großen Rauchfahne zum Boden. Da war die Lufthoheit auf unserer Seite und man sah am Himmel nur unsere Jäger, unsere Stukas und Bomber. Hier war es andersherum. Nun denn, die Focke-Wulf griff an und schoss im ersten Angriff einen Bomber heraus, der mit brennenden Motoren schnell zu Boden stürzte. Dann stoben die alliierten Maschinen schon auseinander und jeder versuchte sicherlich im Tiefflug zu verschwinden. Ich konnte noch beobachten, dass eine zweite Maschine qualmend an Höhe verlor und dann war sie auch schon außer Sichtweite. Es dauerte aber nicht lange, da waren wieder Maschinen am Himmel zu sehen, nur jetzt war der vormals einsame Focke-Wulf-Pilot auf der Flucht. 2 amerikanische Jäger hingen an seinem Heck und man hörte die Kanonen der Flugzeuge in kurzen Feuerstößen immer wieder rattern. Aber der deutsche Pilot war kein Anfänger und kurvte wie ein Wahnsinniger immer wieder durch die Luft und die US-Jäger bekamen den einfach nicht zu fassen. Dann drehte er wieder in unsere Richtung. Ich war kurz verwirrt, weil er dann doch wieder Richtung Norden flog. Das Rätsel wurde kurze Zeit später gelöst. Er lockte die Verfolger im Tiefflug über eine deutsche Flakeinheit. Wohl wissend, dass die schon alarmiert waren und klar zum Schuss. Er donnerte über die Bäume und dann sah man einen der Verfolger in der Kurve plötzlich stocken und eine Tragfläche wurde regelrecht abgetrennt. Die letzten 100 Meter trudelte das Jagdflugzeug und schlug dann in einem Feuerball auf. Ich denke, der Pilot hat es nicht geschafft. Nun waren die Chancen wieder ausgeglichen und scheinbar hatte der zweite Feindjäger die Lust verloren. Er drehte ab. Ich dachte auch, die Focke-Wulf setzt nochmal an, aber in einer langen Kurve flog er über das Waldstück, wackelte mit den Flügeln und verschwand in Richtung Süden. Das Wackeln war sicher für die Flakeinheit,
die ihm da aus der Patsche geholfen hatte. Plötzlich hörte ich einen Kübelwagen hinter mir bremsen. Feldwebel Hartgrum, auch ein erfahrener Panzermann, und Rudolf saßen im Fahrzeug. Sie wollten schauen, wo die Fallschirme niedergegangen sind. Fallschirme hatte ich keine gesehen. Nicht von den Jägern, von den Bombern davor, sagte Rudolf zu mir. Sicher, der Flieger, der qualmte und dann an Höhe verlor. Also rein in den Wagen und los ging die wilde Fahrt. Hartgrum war ein guter Fahrer und er konnte dem Kübel das Letzte abverlangen. Manchmal war mir nicht wohl in den Kurven, aber er wollte wohl unbedingt einen Fallschirm ergattern. Fallschirmseide war immer begehrt. Schon den ganzen Krieg über war es eine tolle Tauschware und ein gutes Geschenk für die Lieben daheim. Wir preschten über Waldwege und an einigen verdutzten Lanzern vorbei. Rudolf schaute auf seinen Kompass und hatte die Karte auf den Knien. Ich saß auf dem Rücksitz und wurde hin und her geschleudert. Neben mir lag Rudolfs Kram und auch seine MP, die uns in dem Partisanendorf schon aus der Klemme geholfen hat. Er schaute nach hinten, ich zeigte auf die MP und Rudolf grinste, wurde dann aber wieder ernst. Ich denke, er dachte wieder an die jungen Leute, die uns da angegriffen haben und dabei den Tod fanden. Rudolf gab Anweisungen, links, rechts, wieder rechts, und irgendwann wurden wir dann auch langsamer. Wir sahen in einiger Entfernung eine Rauchwolke, sicher von einem Aufschlagsbrand. Dann in den Bäumen in der Nähe ein Fallschirm. Ich meinte nur, dass wir nichts überstürzen sollten, die Brüder sind auch bewaffnet. Wir rumpelten durch den Wald und kamen dem Schirm immer näher. Ich sagte dem Feldwebel, er solle anhalten, schnappte sich sein Gewehr, das er zwischen sich und Rudolf eingeklemmt hatte, und sprang aus dem Wagen. Rudolf wollte ihn bremsen, aber scheinbar hatte er nur Augen für den Fallschirm. Ich stieg mit Rudolf aus, Rudolf sicherte seine Maschinenpistole und ich nahm meine Pistole und wir schlichen hinterher. Dann knallte es auch schon und wir warfen uns in den Dreck und warteten ab. Dann noch ein Schuss und noch einer. Verdammt, noch eins. Warum konnte Hartgrum nicht abwarten? Als wir endlich beim Schirm waren, verstanden wir schnell, was passiert war. Der Feldwebel hatte eine blutende Wunde im Oberschenkel und der Flieger, der noch am Schirm baumelte, hatte einen Schuss in den Bauchbereich abbekommen. Eine Pistole lag unter dem Flieger auf dem Boden. Schnell drückten wir die Blutung bei unserem Kameraden ab und ich wurde laut und fragte erbost, was das hier wieder für ein Schlamassel wäre. Ich habe nicht als Erster geschossen, sagte Hartgrum gleich mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich habe ihm auf Englisch gesagt, dass er nun mein Gefangener wäre und er sollte die Hände heben. Dann griff er nach seiner Pistole und schoss auf mich. Der erste Schuss ging vorbei und ich stürzte vor Schreck nach hinten. Der zweite traf mein Bein und dann schoss ich ohne zu zielen mit dem Gewehr zurück. Und dann war es schon vorbei. Ich gab Rudolf das Verbandszeug und schaute mir den Flieger an. Bauchschuss, aber er lebte noch. Er hing in 2 Meter Höhe und es schien mir, als ob der rechte Arm verletzt wäre. Sicher konnte er sich deswegen nicht losschneiden oder sein Gurtzeug öffnen. Wir schnitten ihn runter und brachten beide zum Kübel. Hartgrum zeterte nicht nur über die Schusswunde, sondern auch über den verlorenen Schirm. Mittlerweile waren ein paar Flaksoldaten aufgetaucht und ich erklärte kurz, was passiert war. Die Kameraden der Luftwaffe freuten sich natürlich über die Beute und wir zogen ab. Ich musste auch noch eine Meldung dazu schreiben. Kann keiner gebrauchen, solch ein Ärger. Aber wie es immer so ist, Gier macht blind. Auf der Rückfahrt musste nun auch noch der angeschossene Feldwebel dem verletzten Piloten eine große Mullbinde auf die Bauchwunde drücken, damit der uns nicht im Wagen noch wegstirbt. Diesmal fuhr ich und Rudolf erzählte mir, was mal aus Beutegier an der Ostfront passiert war. Noch vor meiner Zeit dort hatten die einen Angriff gefahren und einer der Richtschützen im Kameradenpanzer wollte unbedingt als Andenken ein Scharfschützengewehr von den Russen haben. Schwer zu bekommen, aber nicht unmöglich. Beim Angriff wurden dann Stellungen überrollt und an einem bestimmten Punkt sicherten wir dann mit 2 Kampfwagen das Gebiet vor schnellen Gegenangriffen, erzählte Rudolf. Ich saß an der Optik und schwenkte unseren Bereich ab. Dann sah ich plötzlich den Unteroffizier, ich glaube Hannes hieß er, losflitzen, da er wohl in einem Graben eine dieser Flinten erspäht hatte. Was für ein Wahnsinn, dachte ich noch. Es war noch keine Infanterie nachgezogen und wer weiß, wer hier noch toten Mann spielt. Aber er hatte dann doch sein Gewehr gefunden, lief zurück wie ein Hase, um schnell wieder in den Panzer zu gelangen. Dann strauchelte er, fiel der Länge nach hin und ich sah einen Russen aufspringen
und unseren Kameraden ein langes Messer in den Rücken stoßen. Wieder und wieder stieß er zu. Der Unteroffizier hauchte sein Leben aus und wir konnten nichts machen. Dann hörte man einige Schüsse knallen. Sein Kommandant hatte aus der Luke heraus den Russen erschossen, auch wenn es zu spät war. Der Richtschütze und der Russe, beide waren nun hin. Und das alles nur für ein blödes Gewehr. Ja, solche Geschichten gab es. Das Leben einfach weggeworfen für nichts. Wir kamen dann zügig bei unseren Leuten an und ein Sanni wurde herangewunken. Schaute sich die beiden an und meinte, dass der Flieger schnellstens ins Lazarett müsse. Hier könne er ihm nicht helfen. Ich sagte zu Rudolf, er solle sich einen Fahrer schnappen und losdüsen. Das nächste Feldlazarett war nicht allzu weit von hier und er solle sich sputen. Schnell war einer der Männer bereit, den Wagen zu fahren. Rudolf setzte sich nach hinten und übernahm die Versorgung des Fliegers. Hartgrum wurde ausgeladen und auf eine Trage gelegt. Nicht ganz so schlimm, das kriegen wir wieder hin, ist fix gemacht, meinte Sanni. Wird aber schmerzvoll. Ich nickte dem Sanitäter zu und grinste ein wenig. Der verletzte Feldwebel schaute mich ungläubig an. Strafe muss sein. Schon war ein wenig Operationsbesteck bereitgelegt und nachdem die Hose aufgeschnitten und die Wunde desinfiziert war, griff auch schon der Sanni mit einer Zange in die Wunde und holte im Nu die Kugel heraus. Dabei schrie der Verwundete wie am Spieß und wir mussten ihn mit 2 Mann ordentlich festhalten, damit er nicht um sich schlägt. Aber die Kugel war raus und die Wunde wurde genäht und dann professionell verbunden. Alles ohne Betäubung. Fleischwunde. Glück gehabt, meinte ich noch zu ihm. Die nächsten 2 Wochen ist wohl nichts mit Beute machen. Ich ging zurück zu meinen Leuten und wir warteten, was der Tag noch bringen würde. Ich war gespannt, was Rudolf noch über den Piloten zu erzählen hat, und ich war mir nicht sicher, dass der die Schusswunde überleben würde.